Willkommen zu unseren Smart Data Stories. Athen, vor 2500 Jahren das Herz einer Weltmacht, bestimmt von klugen Strategien, großen Visionen und mutiger Führung. Strategie damals wie heute. Strategie macht den Unterschied zwischen Überleben und Erfolg und ob in der Schlacht von Salamis oder im sportlichen Wettkampf. Vision. Heute ist noch immer sichtbar die Bauwerke der Akropolis. Ein Zeichen für kluge Strategie und einer klaren Vision. Genauso wie auch heute im Fußball. Führung. In der Agora mussten die Führungskräfte ihre Pläne klären, kritische Fragen beantworten und Menschen für sich gewinnen, genau wie heute, wie es darum geht, Fans, Spieler, Partner für ein gemeinsames Ziel zu begeistern. In unserer neuen Interviewserie sprechen wir mit Christoph Peschek, Geschäftsführer von Blau-Weiß Linz, genau über diese 3 Säulen, wie er Strategie entwickelt, wie er eine Vision lebendig macht und wie er als Führungskraft Menschen hinter sich vereint. Willkommen zu einer Reise von der Antike bis ins Herz des österreichischen Fußballs und zu den Geschichten hinter den Entscheidungen. Hallo Christoph Peschek. Erste Frage. Wie machst du das? Wie wichtig ist für dich Strategie, Vision und schlussendlich Führung? Ich glaube zunächst, dass wichtig ist, eine Vision und auch ein Ziel zu formulieren, um auch Kräfte zu bündeln, damit möglichst viele aus einer Community heraus, weil gerade ein Fußballverein besteht ja aus mehreren Teilen einer Community, das sind natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber genauso sind die Fans von großer Relevanz, wir haben verschiedene Stakeholder, eben auch Sponsoren, Öffentlichkeit etc. Also Kräfte zu bündeln und zu kanalisieren. Und ich habe persönlich zum Beispiel gar nichts von diesem Spruch, der Weg ist das Ziel, weil das impliziert für mich, wir gehen einmal und dann schauen wir wohin. Also wenn ich heute unterwegs bin mit dem Auto zum Beispiel fahre, dann weiß ich im Regelfall auch wohin, sondern fahre nicht einfach durch die Gegend spazieren. Das heißt, diese Zielformulierung, diese Visionen sind wichtig, damit auch erkennbar wird, warum tun wir das, was wir tun. Also warum werden Maßnahmen getroffen und vor allem auch umgesetzt. Also ich halte jetzt auch nichts davon, irgendwelche Papiertiger zu formulieren und dann landen sie in der Schublade, sondern ich halte es für wichtig, klar eine Zielsetzung zu formulieren, klare Visionen, aber dann auch Maßnahmen abzuleiten, was braucht es an Aktivitäten, um sie auch möglichst realisieren zu können. Heißt nicht, dass man immer jedes Ziel zu 100% auch umsetzen kann, weil es gewisse Rahmenbedingungen und Faktoren gibt, die da auch eine Rolle spielen, aber zumindest alles Menschenmögliche zu tun, um möglichst das Ziel auch zu erreichen. Das mit einem Umfeld zu tun, das mit sehr vielen Personen zu tun hat, also Spielern, Manager, Trainer, natürlich dann auch die ganze Verwaltung, selber hast du ja einen Staff. Wie schaffst du das, dass die das dann auch verstehen? Also sprich, dass das nicht jetzt eine leere Floskel bleibt und sagt, naja, jetzt hat er mal wieder das gesagt und schauen wir mal, ob das wirklich so ist, sondern dass die auch on fire sind, das zu unterstützen. Das ist genau, finde ich, auch die Chance von einem Fußballverein, dass einmal eine gewisse Grundleidenschaft auch gegeben ist. Nur die Leidenschaft nutzt dann auch nichts, wenn es nicht klare Leitplanken gibt, wenn auch nicht die Zielsetzung eben als solches formuliert ist, sondern es geht auch immer darum, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen zu klären. Denn ich halte schon für wichtig, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich entfalten können und auch ihre Ideen mit einbringen und auch Initiativen. Trotzdem muss es Leitplanken geben, innerhalb derer das auch möglich ist. Und da ist immer eine Notwendigkeit, klar zu wissen, was ist meine Aufgabe, was ist meine Verantwortung und die Kompetenz, aber auch was ist sie nicht, weil auch das ist mitunter wichtig. Und diese Visionen und Ziele gehören natürlich formuliert, können auch verschriftlicht. Und ich unterscheide dann zwischen unserem wöchentlichen Showfix, wo es natürlich auch um operative Themen geht, wir schon noch im Kopf haben die großen Ziele, aber dann auch Workshops, die wir regelmäßig abhalten, wo eben diese Ziele, die formuliert sind, auch geprüft werden, wo befinden wir uns am Weg dorthin, wo sind wir gut unterwegs, wo weniger gut, was sind die Gründe, wir müssen das analysieren und welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus. Müssen wir beispielsweise Ziele adaptieren
oder gegebenenfalls auch Maßnahmen. Macht ihr da einmal im Jahr dann so ein Ziele-Meeting, wo ihr euch wieder sagt, okay, jetzt eine neue Saison, neue Chance, und dann ist ja mit Trainer und so weiter einiges verändert, dass das dann adaptiert wird. Ja, man sagt, okay, so weit habe ich es jetzt geschafft, vielleicht nicht ganz, vielleicht weiter, und gehst dann einen Schritt weiter. Macht ihr sowas? Ja, auch dann würde ich wieder unterscheiden zwischen der sportlichen Saison, wo es auch innerhalb der Saison dann immer wieder Zeitpunkte gibt, wo man dann Ziele gegebenenfalls anpasst. Also ich nenne ein Beispiel, letzte Saison war ganz klar einmal das primäre Ziel, und das ist ja auch weiterhin, der Klassenerhalt. Als wir dann allerdings diesen geschafft haben und in der Meistergruppe waren, setzen wir sie dann schon einmal zusammen mit der Mannschaft, arbeitet das aus und sagt, welche Ziele nehmen wir uns jetzt für die Meistergruppe vor. Weil einfach zu sagen, wir waren dabei und ist für den sportlichen Ehrgeiz, den wir haben, und auch unseren Ambitionen dann auch zu wählen. Das heißt, für die sportliche Saison werden Ziele ausgearbeitet, auch mit der Mannschaft. Da geht es übrigens nicht nur um irgendwelche Platzierungen, sondern zum Beispiel auch, wie viel Heimsiege will man erreichen, wie viel Tore will man schießen, wie viel Gegentore, wie viele Standardsituationen etc. Also dann schon nochmal auch kleinteiliger. Und dann gibt es die ganzheitliche Vereinsstrategie, die Clubstrategie. Und da schauen wir schon, dass wir 1- bis 2-mal im Jahr dann auch einen Workshop machen, wo eben wir analysieren, wie befinden wir uns auf dem Weg, aber auch in der Zusammenarbeit. Weil es ja auch Personen gibt, die sich ändern, Organisationsformen, Prozesse. Und auch da immer wieder zu schauen, braucht es eine Optimierung, braucht es eine Veränderung. Also Stichwort auch alleine der Spieltag als solches. Also da haben wir gerade zu Beginn mit dem neuen Hofmann Personalstadion natürlich sehr viel schauen müssen von den Prozessen her, wer ist für was zuständig, wie setzen wir das um, dann aber nach einer gewissen Zeit auch wieder zu schauen, okay, was funktioniert gut und wo braucht es vielleicht eine entsprechende Anpassung. Du redest ja von Zielen, und Zielen werden ja gemessen meistens durch Kennzahlen. Habt ihr dann so ein Board, wo ihr dann das Ganze schaut, ist das Ziel, ich meine jetzt die Anzahl der Tore ist leichter Mittelbahn und so weiter, aber wird es sicher ein komplexere Strukturen im Hintergrund geben, damit ihr das auch überprüft und seht, dass das ist. In dem Fall sieht es dann der Trainer, die Mannschaft, in dem Fall wahrscheinlich die Mannschaft auch, aber auch der Staff, weil man ja vielleicht sagt, ich möchte, weiß nicht, 50% mehr weibliche Zuschauer haben oder jüngere oder sonst irgendwas, dass sie das haben, dass man das auch monitoren kann. Ja, wobei ich da schon unterscheiden muss, also mit dem Trainer diskutiere ich jetzt nicht über einen Frauenanteil im Stadion, ist klar. Ja, sondern da geht es natürlich darum, dass die Spieler, wie auch Trainerteam, Betreuerteam, Betreuerinnen-Team, haben wir auch einige Betreuerinnen, schon auch wissen, wo stehen wir bei diesem Ziel. So, und das ist natürlich messbar auf der einen Seite mit Toren, aber trotzdem muss man das auch aufarbeiten. Es gibt ja beispielsweise für jedes Spiel auch einen Matchplan, der dann im Nachgang auch analysiert wird, und dann wird wieder das nächste Spiel vorbereitet. Was jetzt die übergeordnete Clubstrategie, die ja nicht nur in den Tag hinein präsent sein soll oder ausgearbeitet wird, sondern geht es auch um mittel- bis langfristige Perspektive. Und da haben wir unterschieden mit mehreren quasi Zielbereichen, sportliche Ziele, gesellschaftliche Ziele und wirtschaftliche Ziele. Und beispielsweise bei den wirtschaftlichen Zielen geht es natürlich ganz klar auch um Kennzahlen. Es geht darum, dass wir den Anteil an Businesspartnern erhöhen wollten. Ja, es ging darum, das negative Eigenkapital aufzulösen und ein positives aufzubauen. Es ging darum, einen Zuschauerschnitt und Zuschauerinnen-Schnitt zu schaffen, die Anzahl der Vereinsmitglieder zu erheben. Es ging aber letztlich auch darum, den Umsatz und somit auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten, also das entsprechende Budget für die Kampfmannschaft zu verbessern. Und das haben wir klar formuliert und das prüfen wir natürlich auch regelmäßig. Und schrauben aber dann auch wieder nach oben, weil ich finde, und das treibt an mir so an, dieses ständige Streben nach Perfektion und selbst dann zu wissen, du musst dich wieder weiterentwickeln, weil auch die Konkurrenz bleibt ja nicht stehen. Also nur weil du jetzt deine Ziele für den Moment erreicht hast, heißt es ja nicht, dass du jetzt irgendwie in Ruhestand verfällst, sondern man muss ja das Marktumfeld sehen, das ja auch ständig in einem dynamischen Prozess sich bewegt und auch Umstände, die sich verändern und immer wieder da auch Antworten zu finden auf diese Herausforderungen, aber das übergeordnete Ziel nicht zu vergessen. Also das heißt, da haben wir klare Kennzahlen, was das wirtschaftliche anbelangt. Ein bisschen schwieriger messbar ist es, wenn es um gesellschaftliche Ziele geht, weil uns ist zum Beispiel auch wichtig, der Club
der für soziale Verantwortung ganz klar in dieser Stadt steht, zu sein. Aus meiner Sicht erreicht man das. Da ist jetzt wieder die Frage, wie misst man das? Wir sehen es, aber beispielsweise schon, die Bundesliga macht einmal im Jahr Marken- und Imagestudie, bei der Anzahl der Sympathisanten und Sympathisantinnen, wie auch der Beliebtheit, dass wir beispielsweise uns von Platz 9 jetzt auf Platz 6 entwickelt haben und auch die Anzahl jener, die den Club als Lieblingsverein nennen, deutlich steigern konnten. Und bei sportlichen Zielen ist klar, vor allem der Klassenerhalt, aber wir wollen uns etablieren als mittelständischer Bundesligist, selbiges mit unserem Frauenteam. Wir wollen auch dort in der Bundesliga bleiben und eine gute Rolle abgeben. Wir wollen eine Nachwuchsakademie begründen und da sind wir natürlich auch wieder bei infrastrukturellen Themen, die auch da eine wesentliche Rolle spielen. Schon im ersten Teil lasst erkennen, wie stark Führung, Strategie, Vision auf einen kleinen Verein wie Blau-Weiß-Linz wirken, dass man in der Bundesliga tagtäglich bestehen kann und sich gegen große Vereine, die 10-faches, 15-, 30-faches Budget haben, durchsetzen kann. Eine klare Leistung der Führungspersönlichkeiten. Aber es gibt noch mehr. Folgt ganz einfach immer unseren Smart Data Stories und wir werden noch viele Teile dieses Interviews für euch zusammenstellen. Aber eines ist wichtig. Mögen die Daten mit euch sein. Und Christoph, mögen die Daten auch mit dir sein. Mögen die Daten mit dir sein.